Marius, waar we ons Gottesdienst afhangen met Leid nummer 17 uit het Spanische hef. So singen wir otra vez, estamos unidos hoy en la casa del Señor. Noch einmal, wat wir getauft zijn, alle taub en Gott zijn huis. Nehmen wir vielleicht mehr selbstverständlich dort zuerst, aber das ist Gottes Gnade, dass wir darin getauft sind. Nummer 17. Otra vez estamos unidos hoy en la casa del Señor, a cantar con gozo y dulce voz y hablar de su amor. A tu casa con grande gozo y paz hoy venimos, oh Jesús. Alabándote por tu gran amor y andando en tu luz. Nos ha sido Dios nuestra protección, tú nos guías en la luz y queremos siempre vivir en ti juntamente con Jesús. A tu casa con grande gozo y paz hoy venimos, oh Jesús, alabándote por tu gran amor y andando en tu luz. Siervos tuyos, Dios, haznos siempre ser que sirvamos en amor, a cumplir la obra que tú nos des para ver tu resplandor. A tu casa con grande gozo y paz hoy venimos, oh Jesús, alabándote por tu gran amor y andando en tu luz. Oh Señor, oramos que tú nos des en el pecho siempre paz, adorar a ti que podamos ver que tú nos bendigas.
cantare, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Goedemorgen. Ik wens iedereen einen von der wirklich ein gesegneter Tag, diesen Sonntag, diese und diesen Gottesdienst teilzunehmen, wo wir von der Wort Gottes ans Wahre wollen, was verführen, was uns soll, maar endlich merken, dass Gott will haben, dass wir sollen sein. Für die Sinnerschulklassen rütgehen, dann muss ich hier ein paar Vers lesen, Psalm 134, ein korter Psalm, ich werde ihn lesen. Psalm 134. Siehe, lobet den Herrn, alle Knechte des Herrn, die ihr steht des Nachts im Hause des Herrn. Hebet eure Hände auf im Heiligtum und lobet den Herrn. Der Herr segne dich aus Zion, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist ein korter Psalm, aber das ist eine ganz schöne Bedienung bin. Einmal zum dem Herrn loben, an sie hängen abzuheben im Heiligtum, an dem Herrn zu loben und dann um den Segen des Herrn zu beten. Und den Segen des Herrn ist alles vergebens. Auch das Gottesdienst. Wenn der Herr nicht den Segen geben würde, für irgendeine Ursache, was immer der würde sein, dann ist das vergebens, was ich hier würde sein. Und so für jedem einen. Und so für die Sinnerschulklassen, der wollte wel rütgehen in den Klassen. Wenn der Herr nicht den Segen geben hat auf die Klasse, dann wird es lade Ding sein, dass sie wollen rütgehen. Aber in dem Vertrauen sind wir getauft, in dem Vertrauen wollen wir wieder gehen, dass der Herr wird den Segen geben. Hier bin Einleitung, Botschaft, Sinnerschulklassen, was der rütgehen dann, wird den Segen dort geben. Und so steht wel wir an diesem Tag wieder ausschöpfen. Und für die Klassen rütgehen, würde ich fragen, eine Stunde von Gebet. Leifriger, genundlicher Gott, und vorher wir kommen das Morgen zu dir. Wir danken dir, wir loben und preisen dir für das, was du bist, für wer du bist, für so allmächtig, für so kraftvoll, als du bist, und so wertvoll und so lebendig, als dein Wort ist. Wir danken dir dafür. Wir beten, dass du von der noch war, mit deinen Segen hier so ab uns alle sind, ab die Sinnerschulklassen, in der wir hier bleiben bleiben dann. Und jeder einer, der hier von der erschienen ist, dass der wird irgendwie von dir mit einem Segen durch dein Wort, durch deinen Geist, diesen Platz hier so lauter verloten. Wir beten, Herr, dass du die erbarmen und du Gnade schenken bei der Utteilung von deinem Wort und so in die Sinnerschulklassen. In Jesus' Namen beten wir. Amen. Mit een lopende Erbauung, Nummer 53. Nummer 53. Lob den Herrn, der mich gekauft hat, Halleluja. Ich bin schmalen Lebensweg nun freudig. Ja, ich singe, hoffe immer dazu singen, wenn ich vor dem ewigen Throne Gottes stehe. Ja, ich preise ihn, Halleluja, will ihn preisen mehr und mehr. Hätte ich 10.000 Leben ihn zu preisen, könnte ich doch nie genug ihn preisen hier. Oh, ich preis ihn für Erlösung, Halleluja, größter Reichtum, den der Menschen Sinn erkannt. Einst war ich verirrt und war auf breitem Wege, doch in Jesu Christus ewiges Glück ich fand. Ja, ich preis ihn, Halleluja, will ihn preisen mehr und mehr. Hätte ich 10.000 Leben ihn zu preisen, könnte ich doch nie genug ihn preisen hier. Ich will immer darin preisen, Halleluja, Freude und Frieden, der gewahrt mir alle Zeit. Der hat mich erlöst und hat mein Herz gereinigt,
und in seinem Dienste nicht Zufriedenheit. Ja, ich preis ihn, Halleluja, will ihn preisen mehr und mehr. Hätte ich 10.000 Leben, ihn zu preisen, könnte ich doch nie genug ihn preisen hier. Jesu Namen will ich preisen, Halleluja, und will rühmen seine Gnade niemand kann. Denn der einst am großen Auferstehungsmorgen sehen wir den, der uns erlaubt das Gegenteil. Ja, ich preis ihn, Halleluja, will ihn preisen mehr und mehr. Hätte ich 10.000 Leben ihm zu preisen, könnte ich doch nie genug ihm preisen gehen. Oh, ich preis ihn für die Kraft, die er verleiht, und dem vorgestreckten Ziel ich eile zu. Bald ich gehe durch des Himmels schöne Pforte, wo ich ewiglich genieße süße Ruhe. Ja, ich preis ihn, Halleluja, will ihn preisen mehr und mehr. Hätte ich 10.000 Leben ihm zu preisen, könnte ich noch nie genug ihn preisen gehen. Das Liederdichter, der hat uns ganz interessante Gedanken rübergebracht. Sonst geht es nicht, dass wir 10.000 Lebens haben, zum Gott preisen. Was der Liederdichter will sein, dass wir wollen am Himmel genug preisen können. Nehme ich an, als was der Liederdichter uns will sein. Und aber auf jeden Fall, dass wir von der können preisen. Wir können am loben, wir können am danken. Und mag dann dort einleben, was er uns geschenkt hat. Nicht 10.000, aber das eine, was er uns geschenkt hat, dass dort wir dort tun, dass Gott wird viel Preis, Lob, ihr in Anbetung kriegen. Wenn ich es nicht gesagt habe, und jeder in herzlich willkommen wird, aber ich habe die Pfeilen danach so, dass wir all von Fuß an werden. Ja, herzlich willkommen jeder als Gast oder bekannt, der immer hier ist. Hier so top gemeinschaftlich im Wort zu kicken. Ich will von der einen Aufschnitt nehmen aus Jakobus 3, Vers 13 bis 1 von Kapitel. Und du willst uns mit Gedanken eben merken zu der Einleitung. Jakobus 3, Vers 13. Wer ist weise und klug unter euch, der erzeige mit seinem guten Wandel seine Werke in der Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bitteren Neid und Zank in eurem Herzen, so rühmet euch nicht und lüget nicht wider die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern irdisch, menschlich und teuflisch. Denn wo Neid und Zank ist, da ist Unordnung und eitel böses Ding. Die Weisheit aber von oben her ist aufs erste keusch, danach friesam, gelinde, lässig sagen, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht aber der Gerechtigkeit wird gesät im Frieden denen, die den Frieden halten. Wir wollen uns von der mit diesen Gedanken hier nennen, Weisheit von oben. Dort meint ein Hecher aus von bloß was Menschen hoch sind. Jakobus, der hat sehr interessante Gedanken. Wir wollen uns da wieder mit nennen, was Weisheit meint. Vielmals sei wie, mir fehlt das an Weisheit. Eltern, Väter, Mütter, seien vielmals, uns fehlt das an Weisheit.
Vielleicht ist es zum Kinder abertragen. Vielleicht ist es an der Abgabe uitgefallen in der Gemeinde. Vielleicht ist es irgends Entscheidungen, was man zu merken hat, dann sagt man, mir fehlt das an Weisheit. Das ja viele Menschen, die haben scheinbar viel Erkenntnis, vielleicht sehr hohe Schulbildung gehabt, die weiten sehr viel. Die können viele Dinge vertrauen, was wir schwer begreifen und verstehen können, aber das darf nicht eine Weisheit sein von Boden. Darf nicht eine Weisheit sein von Boden. Aber so ich glaube, die verbindet sich. Weisheit, Gelehrsamkeit, was man kann in der Schule lernen, sich unterrichten lassen von Lehrern und so weiter, dort verbindet sich mit der Weisheit von oben. Und wenn sich dort verbindet, dann ist das ein Segen. Dann ist das ein großer Segen, so eine Gelehrsamkeit. Aber eine hohe Gelehrsamkeit, ohne die Weisheit von oben, ist vielmals mehr ein Hänger aus dem Nutzen. Es ist ein Segen. Man kann auch ruhig reich anwenden. Viel Erkenntnis zu haben, viel zu weiten, kann auch nicht sein, dass das wird dann unbedingt, dass wir das rechte Ziel erreichen. So ist eigentlich die Bibel verstehen, da meint das einmal, die höhere Weisheit, was ein Mann kann, und jeder einer kann haben, die brauchen keine hohe Schulen gehabt haben, um ein Part von dieser hohen Weisheit zu erreichen. Das braucht man nicht, dass wir nicht unbedingt sehr viel gelehrt haben. Das kann eine sehr einfach gelehrte Person sein, die das kann haben. Im Psalm 111, Vers 10 sagt uns die Vers ungefähr so steht, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wie viel muss man gelehrt haben, um in der Furcht des Herrn zu leben? Man braucht nicht sehr viel gelehrt haben. Man braucht nicht hohe Schulbildung gehabt haben, um in der Furcht des Herrn zu leben. Was meint das, in der Furcht des Herrn zu leben? Einmal meint das bloß einfach, zu fürchten, für Gott Recht zu tun. Dass wir eine Furcht haben, eine Ehrfurcht Gottes leben tun, dass wir irgendwas in unserem Leben wollen, gleichzeitig tun, gegen dort, was Gott will. Das ist ein Part von der Furcht des Herrn. Und wenn wir das haben, das sagt, das ist der Anfang von der Weisheit. So, dann haben wir einen guten Anfang gemacht. Der Amabatur ist, das heißt, in dieser Furcht des Herrn leben, der hat einen sehr guten Anfang für seine Weisheit, wo er beim Wassen kann. In Sprüche 9, weil ich ein Vers lesen, Sprüche 9, Vers 10, sagt den ähnlichen der Gedanke, was ich in Psalm 111 lesen will. Der Weisheit Anfang ist das Herrn Furcht und den Heiligen erkennen ist Verstand. Den Heiligen erkennen ist Verstand. Menschen, die in der Heiligung leben, die ein heiliges Leben führen, von der Welt uit wird uns dort vielleicht vielmals sehr verachten und gekickt. So, das meint so viel, die kann das nicht erkennen. Die kann das nicht erkennen. Und wenn wir Gottes Kinder sind, und ein heiliger Gott uns verbinden, dann haben wir mit was Heiliges zu tun. Wo wir wenn Gott ist heilig. Und wenn wir dort dann erkennen können, dort ist Verstand, sagt uns dort in Sprüche 9. Und wieder hier in Jakobus, wenn wir es mit wieder nennen lassen, Jakobus 1, Vers 5 sagt es, du sagst, wir sollen beten, du Arm. So aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, der gibt einfältig jeder Mann und drückt es niemand auf, so wird sie ihm gegeben werden. Ich sehe ihr schon, wie alle wir sein, uns fehlt das um Weisheit. Eine rechte Entscheidung zu mir. Hier in dieser Versammlung sind Menschen, und wir alle sind wahrscheinlich so, die wir sagen, mir fehlt das um Weisheit. Wo gehen wir dann hin? Fragen wir unseren Nachbarn, fragen wir irgendjemand, was vielleicht unsere Sied annehmen, was auf unsere Sied stehen und so wieder. Dort ist nicht der Weg, wo wir keine Weisheit. Jakobus sagt, der bitte Gott. Und Gott wird geben. Und Gott darf.
Wir wollen es Luther noch was falsch lesen, von Samuel, wo heiratet. In Sprüche 2, weil wir noch einmal in Sprüche gehen, Kapitel 2, Vers 1 und wieder. Sprüche 2 sagt, mein Kind, so du willst meine Rede annehmen und meine Gebote bei dir behalten, dass dein Ohr auf Weisheit achtet. Woher kommt das Wort hier Weisheit? Viele Menschen, die können uns wert sein, was auch Weisheit sein. Wenn ich mich hineinlassen, dann fange ich dem Ollebund besonders. Die Einschreiber, die gibt es so, die Weisheit, die wird bei der älteren Lied. Die wird wel älter geworden sein. Wir haben hier ältere Lied in der Kirche. Ich weiß nicht, was die würden sich dort feilen. Also, das hat Schreiber, ich glaube, vielleicht hast du gekriegt, in der Chronik was, die Weisheit, die wohnt wie die Ältere. Wie die Graufaschen, Urgraufasch vielleicht. Ich glaube, die würden einmal sagen, empfiehlt mir einmal an Weisheit, nicht? Aber hier so sagt es, wer sein Ohr auf Weisheit achtet und du dein Herz mit Fleiß dazu neigest, auf Weisheit achten und ans Hort einfach dazu geneigt ist. Wo wir dort an, meint wir dort, wenn ans Hort übt es nur Weisheit. Das meint er nun nichts, wenn ans Hort mal manchmal vielleicht mehr weiten als was der Nächste weit. Ich würde leichen, wenn dort was der Nächste verteilt hat, wenn ich dort vorbei wird, wenn ich am besten wieder wird, als was der Nächste mir sagen hat. Dort ist nicht eine Weisheit. Dort ist vielleicht irgend ein Begehren, dort ist nicht dort ans Hort dann nur Weisheit übt es. Diese Weisheit, wenn ans Hort sich dazu neigen wird, dort ist eine Weisheit, die von oben kommt. Eine Weisheit, die uns soll durch diesem Leben helfen, rechte Entscheidungen zu machen. An diesem Leben, wo wir durchzugehen haben. Und dann sagt es in Vers 3, ja, so du mit Fleiß danach rufest und darum betest. Mit Fleet, du nur rufen und du am zu beten, an diese Weisheit. Wir wissen, dass wir haben mit dem Satan zu kämpfen, mit dem Satan zu schaffen, und gehen wollen sie direkt wie schaffen machen, und dann fehlt uns das Thema von Weisheit. Wir wissen gar nicht, mit was er ans Wort nun kommt. Wir wissen gar nicht, mit was er mir Wort versuchen zu verführen. Die Satan, die kennt das Wort besser als wieder. Besser als wieder. Aber was er noch tut, er versucht dort Wort, was er besser kennt als wieder, dort zu verdrehen. Und dann dort es dort an uns nun zu bringen, und dann anzeigen es dort zu verführen. Wo müssen wir das dann tun? Da müssen wir an diese Weisheit beten, Gottes Wort reich zu verstehen. Das reich zu verstehen. Und dann mit das selbst Wort, was Jesus steht. Die Satan, die kennen nur Jesus und sehen, ja, wird Gott nicht einen Engel schicken, was die wird beschützen, wenn die vielleicht die wird raufschmieden und so wieder? Ja. Aber Jesus steht mit das selbst Wort, der er den Satan trägt. So, was braucht das dann? Dann braucht das, dass wir im Wort Gottes forschen dann. Dass wir im Wort Gottes siegen dann. Durch kommt die Weisheit rüt. Durch kommt die Weisheit rüt. Die Weisheit, was uns fehlen in dieser Welt, die kommt nicht über Radio. Die kommt auch nicht über Phone zu uns. Die wird nicht durch irgendeinen sehr kluger Mensch nur uns gebracht worden. Die Weisheit, was wir brauchen, die fängt wir aus dem Wort Gottes rüt. Du bist es die. Die Weisheit, die wohnt hier im Wort Gottes. Niemand wir uns da rüt studieren. Vers 4 hier in Sprüche 2. So du sie suchst wie nach Silber. Und wenn du diese Weisheit segnen wollen, so ist wie du selber segnen. So ist wie du lasch segnen. So ist wie, was einmal wie alles gleichen, ja. Und wenn du diese Weisheit segnen wollen, einfach nur diese forschen wollen, dann sagt das hier so. Alsdann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und Gottes Erkenntnis finden. Dann wollen wir das kriegen. Wenn es der erste war, wie macht man es denn bloß? Rüt studieren. Zu fingen erste da. Denn der Herr gibt Weisheit.
und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Verstand. Wo wollen wir dann hingehen? Wo sollen wir hingehen, an dass wir diese Weisheit würden kriegen? Und das ist die Zeit, wo wir leben, dann von der scheint mir das so, für die Menschen, die wir wollen, einfach biblisch leben, als nicht wichtiger, als dass sie das Wort Gottes studieren wollen. Nicht bloß allein, sie machen vielleicht noch mit anderen Job. Wo wir wissen, wenn er bloß allein das, dann konnte man einmal noch, ich war einmal ein sehr schmaler Stich durch die Bibel, so Menschen, die leben sie dort. So Menschen, die haben einen sehr schmaler Stich, die kann bloß mal sich ein Beispiel merken. Wenn man nicht einfach das ganze Wort Gottes studieren wird, dann würde er vielleicht mal einmal sagen, bleib wie dort, was du gelehrt hast. Das sagt die Bibel. Die falsche steht da. Den weiß die vielleicht alle, wo die steht. Aber das ist nicht, was die Bibel lehren wird. Dann muss wir schon mal wissen, was sagt das der Falsche, was sagt das der nur dem. Ich denke, ich muss ein Beispiel merken. Und so sind die mehr Falschen. Dann als du ein Falsche sagt, den Timotheus, wird zu Titus, sagt, du nicht bloß einmal Wasser trinken, wenn du vielmals ein bisschen mehr Trouble hast, er soll ein bisschen Wein trinken. Okay? Gut. Die Falsche steht da, und das ist das Wort Gottes, was er sein wird. So, nicht kann man mal einmal so denken, na, die Bibel, die gibt mir friert, ich kann wirklich ein bisschen trinken. So, dann dürfen wir das Wort Gottes auch recht verstehen. Dann kriegen wir nicht die Weisheit, was von oben kommt. Das ist bloß so, was hier so im Gedanken ist und vielleicht im Horten, wo ein Begehren ist, nur Wort, was mein Fleisch soll zufriedenstellen. Und das ist falsch. Das soll nichts dort sein. Gottes Erkenntnis zu finden und Verstand zu kriegen, was Gott will von uns, dort braucht, dass wir im Wort Gottes, dass wir das dann ganz im Tophang studieren dann. Wenn es sagt in Vers 7 in Sprüche 2, er lässt den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Liebe Zuhörer, wenn wir aufrichtig sind mit Segen, nur diese Weisheit von oben her, dann sagt das Wort uns von der, er lässt den Aufrichtigen gelingen. Und andere wird man wird das kriegen. Man wird das erfahren, diese Weisheit. Er wird nicht vergebens nur gesagt haben. Trainer spricht in Jakobus hier so. Nu will ich noch 1. Chronik. Vielleicht haben wir noch Karten klein bisschen angehen. 1. Chronik, Kapitel 1. Durch Vers 7. 1. Chronik 1, Vers 7. Du hast dort, wo Salomo beten det, und er kriegt dort. Nu hat mich, glaube ich, verschrieben. Jedenfalls, Salomo, er bet. Er bet, bis er erst nachgekommen aus dem König. Und nu bet er, dass er was Weisheit hat, das große Volk Gottes dort zu führen. Und, okay, das ist in 2. Chronik 1, Vers 7. In derselben Nacht aber erschien Gott Salomo und sprach zu ihm, bitte, was soll ich dir geben? Und Salomo sprach zu Gott, du hast große Barmherzigkeit an meinem Vater David getan und hast mich an seiner Stadt zum König gemacht. So lass nun, Herr, Gott, deine Worte wahr werden an meinem Vater David, denn du hast mich zum König gemacht über ein Volk, das so viel ist wie Staub auf Erden. Hier ist sehr viel. So gibt nun, was ist Salomo seine Bitte? Vers 10, 2. Chronik. Vers 10 sagt es, so gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, dass ich für diesem Volk aus und eingehe, denn wer kann dies, dein großes Volk, richten? So gib mir Weisheit und Erkenntnis. Kijk das, was ich schon sehe zum Anfang. Wie uns fehlt das alle an Weisheit? Wo soll wir vielleicht in der Familie, wo soll wir vielleicht im Irdischen mit Dingen umgehen? Mit unseren Gitter und so weiter.
Gott sagt in seinem Wort, wenn jemand Weisheit mangelt, der bitte Gott. Nu wieder terug naar Jakobus 3. Wir haben wahrscheinlich alle Menschen Multan geleerd, wenn wir mit einem Kontakt kommen, dann, wo da viel Gelesenheit besetzen und so weiter. Und wo interessant ist dort, wenn ein Mensch viel weiß, und das ist wirklich zu horchen von einem, was er weniger weiß. Der horcht wirklich. Und wo unangenehm ist es aber, wenn ein Mann nu viel weiß und er hat kein Gebrauch für das, was der Nächste zu sein hat. Dann scheint mir so, dann ist so eine Person, der hat nicht die Weisheit von oben her. Das zeigt uns hier so wieder in Jakobus 3, Vers, vielleicht sollen wir das mit den Einzelheiten übergehen, Vers 17. Dann die Weisheit, aber von oben her ist aufs erste keusch. Wir lassen uns schon den Vers, dass die Weisheit, dass wir den Heiligen erkennen. Und nun sagt er hier so in Vers 17, Weisheit von oben ist das erste ist die keusch, rein. Das ist so, was da Gott wohlgefällig ist. Ans Gedanken, unsere Rede. Unsere Rede ist dann auch keusch. Dort ist sehr wohl zu sein, als wie diese Weisheit von boven haben, mit unserer Rede aus der keusch ist. Aus der rein ist. Aus der Wahrheit ist. Dort ist ganz wichtig, dass wir uns da über Gedanken merken, was das zu bedienen hat. Und der nächste Gedanke, du sagst, friedsam. Was ist das friedsam? Das ist einfach eine Person, wenn er diese Weisheit von boven hat, dort soll die alle Wegen trachten, dass es soll friedlich gehen. Damit durfte nach keine Ungerechtigkeit ungestatten, nichts von dem. Bloß alle Wegen checkt er nur Frieden. Dann denke ich hier an eine kurze Geschichte, wo ein Schreiber gegeben, der das Luther hat auch mal den Zweig gegeben, sagt er so steht, wir sind in ein paar Schubsberg, wo du irgendwo bei ein schmaler Stechteling gehen dann. Und dann kommen sie da über eine schmale Brücke, wo sie sich nicht begegnen kann. Kann sich da nicht begegnen. Und du hast über einen tiefen Fluss da unter diese kleine Brücke. Sie stehen da, ab diese schmale Brücke. Die weiten Schubsberg, die wurden nicht reden können. Aber da hat er so, und unterhalten sich da ein kleines Stelzchen, ab diese schmale Brücke. Durch kämpfen werden sie sich nicht, weil dann können sie bad fallen. Okay? Luther wollte ja noch eine Bemerkung darüber merken. Was sie dann tun, einer von ihnen lässt sich da und lässt den anderen da überklattern. Über sich. Dann kann sie in Frieden wiedergehen. Kein Streit, kein Zank, darf nicht bad rauffallen. Und kann bad irgendwann wiedergehen. Wenn sie drei Becken können sie nicht. Sie müssen nur einmal was tun. Das ist doch nicht ein feines Bild von Kinder Gottes. Wenn wir einmal ans Becken für den Nächsten. Becken für den Nächsten. Für den Nächsten sind die da. Weil wenn die so ein Fleischmaterial aus Echtau, dann weiß ich, dass das dort nicht steht, wo je manchmal mal einen Kampf abnehmen. Das ist gar kein leichter Kampf. Das ist ein ganz schwieriger Kampf. Das sperrt sich so, dass das als ein Bock, der Wort bloß nicht wollen begeben. Was dann passieren kann, dann kann sie bad fallen. Kann sie bad fallen. Kann sie bad zum großen Schaden kommen. Aber diese Geschichte von diesem Berg, was sich zu begegnen werden, sei einer, der wird rein. Wahrscheinlich hat der eine ein bisschen leichter gefangen, sich zu backen, und der nächste, der kann überklattern. Luther, die Schrift hier noch wieder, sagt dann, das ist okay, wenn dein Leben mit einem gebrückt wird, zum den Beethoven Raum klein. Sind das in die Reihe bisher?
Wenn dort die Weisheit ist von boven, wenn dort die Weisheit ist, was von boven raufkommt, dat ein Leben handzuleihen, wat die anderen een beetje boven ram klein zijn en so weiter, dat soll okay sein. Wel, das schrieb er der Dienst, was ich erklären, dort ist eine Weisheit von boven. Wenn wir reisen, uns Leben dort ist allemal noch kalt, und wenn das gebraucht wird, wenn dort, was das schrieb er noch wiedergeben, dort ist, wenn dort soll deinen am Frieden zu holen. Am Frieden zu holen. Das sind von den Menschen, die haben ihr Leben nichts dort angestellt. Die wollten so leicht über wem Wort nur zu reden, ohne Grund. Die merken sich Geschichten deutlich und vertalen die wieder. Und wenn das neu gerufen wird, dann ist das alles anders. Es ist gar nicht so, als man gesagt hat, dass es wird. So, dort ist nicht eine Weisheit von boven. Dort ist menschlich. Dort ist, das wird hier wieder sein, dort ist menschlich, teuflisch, sagt das die guten Ton. Irdisch, menschlich und teuflisch. Okay, nächstens hier so in Vers 17. Der ist einmal friedsam und der ist gelinde. Der ist nicht, dass der Fuß rüht vorn. Okay. Ja, nicht zwei Berg, was ich dort auf Hebräisch begegnen deuten, die weiten die Natur von einem Bock, was der ist. Wenn der ein Fersig hat, dann sein im Stirn zu knacken, sein Wunder, du wird voll, nicht? Dort ist die Natur von einem Bock. Aber weißt du was, die menschliche Natur, die legt sich noch ziemlich sehr, als es dort. Wenn der eine ist, was er je nie reden wird, dann gleich ich 3 Ohren zu feststellen. 3 Ohren. Weißt du, das ist nicht eine Weisheit von boven her. Dort ist menschlich. Und wahrscheinlich auch teuflisch. Weißt du, dort ist, wo man die Feind uns auch vielmals will verführen. Uns will in diesem Sinn, weil er uns merken, zum Fall, er will haben, wie soll an seine Tür ein bisschen festhalten. Und wenn er dort kommt, und er kann dem Nächsten, wo sich das vielleicht ein bisschen riefen wird, er kann dem auch den Gedanken angeben, das darfst du dir nicht gefallen lassen. Das wird dir alle nur geredet, was dort darfst du dir nicht gefallen lassen. Du hast hier ein Reich. Du bist hier im Reichen. Wohin musst du das alle wollen gefallen lassen? Und wenn er die Menschen den Zweig kann anhetzen, dann kann er das durchkriegen, dass es bloß Zank ist, so sie hier lesen werden. Dann wo Neid und Zank ist, das ist Unordnung und eitel böses Ding. Weil wir das euch loten. Weil wir diese Weisheit loten in uns wohnen. Und weil wir daran beten und weil wir die aus dem Wort Gottes uns durch studieren. Die Weisheit von boven, das ist eine sehr mächtige. Und die Weisheit von boven, das ist noch viel mehr so eine, die darf nicht einmal alles sein, was die weiß. Geht sich vielleicht mit Fragen? Die Weisheit von boven, die wird eine Friede trachten, die darf nicht alles sein, was die weiß. Wenn du viel über mich weißt, oder ich weiß viel über dich zu sein, wenn ich die Weisheit von boven habe, dann will ich das nicht alles sein. Wenn ich doch weiß, das andere nur, was mir von das vertalen wird, über das und über dort, ich weiß noch mehr zu sein, aber wenn ich die Weisheit von boven habe, dann darf ich schweigen. Wohin? Ich will ruhig zwischen Jahren nach Meier Uneinigkeit mitzubringen. Ich will lieber sein, ein Friedensstifter zu sein. Ich weiß nicht, dass die mitkommen mit meinen Gedanken, was ich für sie zu bringen. Aber was schafft die Widersacher nicht alles? Wo er will die Menschen in Anfried bringen. Schurken, Families, Freundschaft, Brüder und Schwestern, die will jeden anderen bringen. Die will einem jeden anderen anhetzen. Die Schwester will bloß an diese Weisheit von boven. Maar wenn wir mit der beleefd zijn, dann schafft er euch. Die vindt je te schonden mit all die Dingen, was er uns versucht untergriffen. Wieder sagt er hier Vers 17, der lässt sich sein. Der lässt sich sein. Okay, wenn mir nicht wer will, was sein, ich würde Fußzentren fliehen.
Ich weet ook. Ik kan ook wat te zijn. Aber das sagt hier so, der lässt sich sein. Hm? Hier ist jemand, der hat vielleicht mal, die sieht hart, als vielleicht mit voll, der Arm ist voll, sagen wir mal nicht mal, die hat ihm mal eine Schauf zu reden. Muss ihm reden. Muss ihm reden. Wenn dort ist, wo die Person kann mal, sich mal ausscheren, vielleicht mal frei werden, vielleicht Luther kommt vielleicht auch zu der Erkenntnis, vielleicht zu dieser Weisheit von oben her, und dann kann er vielleicht mit ihm sein, ich habe auch recht getan. Ich habe mich verschuldigt. Und ich frage um Vergebung. Kommen wir mit, was meint Jakobus alles? Wenn er redet nicht von dieser Weisheit von oben her. Was der alles ist. Dann mag wir alle so eine Weisheit haben, nicht? Ich mag diese Weisheit haben. Na, wir können dann beten. Dann können wir uns dann nach dem Wort Gottes studieren. Und dann wollen wir mit dem leben. Nummer 660. Die Zeit des Gott so Menschenweise und Frucht mit dem Augenblick. Nur einmal machst du diese Reise, lass eine gute Spur zurück. Nur einmal machst du diese Reise, lass eine gute Spur zurück. Du kannst nicht eine Stunde halten, ehe du es merkst, ist sie entflohen. Die Weisheit rät dir treu zu halten, den treuen winket hoher Lohn. Die Weisheit rät dir treu zu halten, den treuen winket hoher Lohn. Sieh, wie dem Gott die Zeit verändert, mit Essen, Trinken, Scherzen, Ruhen. Der Kluge wirket und gewinnet, der füllt die Zeit mit Gutes tun. Der Kluge wirket und gewinnet, er füllt die Zeit mit Gutes tun. Drum, Heiland, lehr mich meine Jahre, zu deinem Dienste einzig weih. Heute an bis hin zur Bahre, für jenes Leben Samen streuen. Von heute an bis hin zur Bahre, für jenes Leben Samen streuen. 602. Die Bibel ist ein köstlich Buch, wo Gottes Blumen blühen. Ein Rosengarten voll Geruch, den deren Geist einzieht. Wir leben die Bibel, nix ist ihr gleich. Sie ist das Wort des Herrn. Sie zeuget uns von Gottes Reich. Drum lesen wir sie gern. Die Bibel ist ein
geistlich Buch mit Schätzen angefüllt, in denen Jesus Christus sich als Mensch und Gott enthüllt. Wir lieben die Bibel, nix ist ihr gleich. Sie ist das Wort des Herrn. Sie zeugt uns von Gottes Reich. Drum lesen wir sie gern. Die Bibel ist ein heilig Buch, ein Licht für unseren Fuß. Sie lehrt den Segen und den Fluch und wie man wandeln muss. Wir lesen die Bibel, nix ist ihr gleich. Sie ist das Wort des Herrn. Sie zeuget uns von Gottes Reich. Drum lesen wir sie gern. O Gott, mach mir dies Buch gewiss und mach mich frei von Sünd, damit ich meinen Namen einst im Buch des Lebens find. Wir leben die Bibel, nix ist ihr gleich. Sie ist das Wort des Herrn. Sie zeuget uns von Gottes Reich. Drum lesen wir sie gern. Feier 193. Feier 193. Hvor het passend als vrij in afstand met mij zijn. Gib mir ein Herz zu deinen Preis, ein Herz befreit von Sünd, dass ich ganz sicher bin und weiß, ich bin ein Gotteskind. Gib mir ein Herz wie deins, gib mir ein Herz wie deins, voll der heiligsten Triebe, voller Glauben und Liebe, gib mir ein Herz wie deins. Ein wahres und Schmerzen, denen ganz ich üb. Gib mir ein Herz wie deins, gib mir ein Herz wie deins, voller heiligsten Triebe, voller Glauben und Liebe, gib mir ein Herz wie deins. Ein Herz erneuert ganz und gar im Sinn und Tat und Wort. Ein Herz wie deins, o Jesus, war du unser Heil und Wort. Gib mir ein Herz wie deins, gib mir ein Herz wie deins, voller heiligsten Triebe, voller Glauben und Liebe, gib mir ein Herz wie deins. Gib mir ein solches Herz wie deins, ich bitt zu deiner Ehre.
das immer weiß, mit dir sich einzig wünsch ich weiter mit. Gib mir ein Herz wie deins, gib mir ein Herz wie deins, voller heiligsten Liebe, voller Glauben und Liebe, gib mir ein Herz wie deins. Darf ich Platz nehmen? Das nächste, weil wir uns bekannt machen, betrachten für diese kommende Werk. Aufruf zur Andacht. Sei ein Vorbild im Gläubigen im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. 1. Timotheus 4,12. Uing sagte, viele Ermahnungen können wir uns sparen, wenn wir gute Vorbilder wären. Gut. Die bekommt man für diese Werk von der Klock 32 nummerig als de jugend aangeloten jugendstund. Tweitens, de morgenandachten bij de school, bij de bovenklassen, als het broeder Larry Leven 107 en onderklassen broeder Hen Friesen 106. Drittens, maandag klok 7 ovens, dan is een elderenavond en dat is in de Hoffnung Kerk. Also bitte, Eltern, da wird Mutter sprechen, Allah, sein um Platz zu sein, denn Schule ist einmal sehr wichtig. Wir können viel besser das Schulwerk fördern, weil Taubstunden in dem Laufenden sind wir da angeht, so viel genießen ist es wichtig, so gut als möglich sind alle Zeit zu nehmen und dann Teil zu nehmen, morgen Klock 7 Uhr in der Hoffnung Kirche. Viertens, Dienstag Dienstagsovers als Gesangslehrer singen beim Altenheim. Also wir die Gesangleiter wollen Hand vorn und singen. Wie im Altenheim wird viel geschätzt wird, wenn der gesungen wird. Fünftens, Mittag Klock 7 Uhr, dann Bibelstunde, der Thema ist das Mal von Missionsprediger Hen Friesen. Er wird hier ein Thema verbringen. Und die Einladung ist von Bruder Hans Wieb 108. Und jeder ist eingeladen zu dieser Erbauung Mittag Uhr. Sechstens, Donnerstag und Freitag 7 Uhr als Gemeinde und Jugendchor. Also kommt und nehmt teil, wer mal kann, dass ihr gemeinsam diesen Chor anzueven verehrte Dank. Siebtens, Sinn und Klock 7 morgens als meine Gebetsstunde. Und du hast noch mehr Ruhm. So wie das bei hier als je warst, dann hast du noch mehr Ruhm. Wir sind dankbar für all die, was ich brauche für die mehr. Aber das ist noch mehr Ruhm. So, und er freut sich, wenn die anderen Kirchen kommen, das 2 Wochen terug, wenn sie in Alberta wären, dann werden wir da genau gleich den Glockentitel, was wir hier haben, sich dort einmal Gebetsstunde, wo die Männer auch kommen beten, dass wir mit Gott sehen, dort zu hören, dass sie jeder Sinn und das dort haben. Achtens, so der Herr will, dann soll der nächste Sonntag Danksagungsfest in Gemeinschaftsmol feiern, hier in Scheinfeld. Also alle dort angeladen. Nein, es sind Kriel, Kinderheim, filtert an gute Baden, so kann andere Sachen, das Kleid an Hüsmädel. Wer mag alle eine Spende geben dazu, der Preis für mit 2 Bad, mit 2 Matratzen, als 2.800 Peso. Und wer es reit, an Teil zu nehmen, dass die da auch zu besseren Baden kommen. Tschüss, haben gute Baden, nicht so. Wenn sie nicht so gut sind, dann schreibt man es besser, nicht so. Und dann legen wir ein feines Bad in der Reben schön aus. Und hier ist die Gelegenheit, dass ja nur arme Menschen zu halten, dass sie zu einem besseren Bad kommen. Und wenn irgendwo, wel wer was geben, je kent je melden aan broeder Eddie Wieb, dat nummer is hier, de celnummer. Tiendens, dort beim Eintrittstor, da liegen Formulare, die sind von Familienregisterbuch für die Gemeinde. Also es ist immer sehr interessant, so eine Gemeinde, viel Familienregister zu haben, weil wir wollen irgendwas abchecken, dann können wir hastig ein Buch über Deal holen. Ich weiß nicht, some hier haben die viele über Deal geholt und dann sehr passend. Wer alt ist Jana, wer alt sehr Kind, oder was nu was geworden ist, und wer alt ist der, wann sind die getauft und so weiter. Das ist ein interessantes Buch,
En zo zal er niet het buch gemerkt worden, daar beim Eintrittstor, da waar so eine Formulare steht sein, was ich hier habe. Und da sagt es ganz klar boven, da soll die Nomen boven zijn, de Hängernomen, Geburtsdatum, wanneer je getauft sind und von wem je getauft sind worden. Bitte, dat uitvallen, al die wat de gemeinde hier in het Scheenveld. En dat zijn dan de gemeindeglieder van de kerk. En dan is de woonort, de dorpsnummer. En wanneer niet dorp, dan kilometer, wo einmal je woont, bitte dat te gaan, dat we het nächste kennen kunnen vinden. Weil wir spazieren fahren, ich weiß nicht, wo ihr alle wohnt. Die meisten hier, aber nicht alle. So ich die Hand an und schaue, dass das besser nicht finden. Und das Hochzeitsdatum, und von wem je getrüht sind. Also manchen dort in der Bibel steht, was gewünscht hat die Gemeinde, die Schwestern alle wollen uitvallen. Und dann sagt es hier, beim 1. Dezember, die Trägnamen bringen, da wird von all den Distrikten topeniert, Bürgtop gestaltet worden, was wir gleich uns wahrscheinlich großer sehen sein. Weil wir uns wollen, würde ich merken, für dort. Gut. Und hier ist auch eine Kontaktnummer, wenn ihr immer Frauen haben, so wieder, das ist Tina Wahl, das meint die Sasse Luciano Walsche. Sei das von hier aus, das abstellen, die Schwester tun, aber ich kann an Tina wandern, wenn die Frauen einmal irgendwas haben. Zahl Nummer 1 hier. 4 bitte, für die Predigerwohl, was wir denken, hier im Karten zu haben in Scheinfeld. Die Dienerschulung in Alberta, da sind 3 Diener in Alberta geflogen gestern, nämlich der Lehrer von der Kirche, Bruder Pancho Baumann, und Bruder Peter Peters von Hochfeld, von Nestedt, und Bruder Rodney Borch von Westental Elvaje. Wir alle dort eine Dienerschulung, wie die Rheinländer, Niederländer und Tiber, und sie werden schon weiter, wenn Diener kommen, und so sollte man sie Fortsetzung merken. Sie sind bedürftig, sagen sie. So, ich habe beten für dort. Und auch wieder beten für Kranke. Die 6. Johannifelsche, sie ist schwer krank und schwer im Hospital. Ich weiß nicht, ob alle das wissen, dass sie da ist. Und es ist auch wichtig, dass wir für Bruder Nifel beten. Er ist nur einmal in Leon angekommen. Wird für ein schweres Unternehmen. Ja, für ein Beten. Und auf die 6. Knallspanische, letzte Weg, sag mal, ein Test gehabt. Und das wies sei ihr mit ihrer Krankheit. Und wie wir in Sonntags oben so spazieren, und sie freut sich für Jas. Und er wird Mutter gesprochen, die Familie wird sich freuen. Und sie wird pünktlich Jas kriegen. Vielleicht nicht zu lange bleiben, es nicht über Meid wird. Ich glaube, das sehr gut ist, ein kurzer Besuch. Mit Mutter sprechen und dann mit einem Kranken zu beten. Das ist viel Kraft dabei. Nächstens, so der Herr will, wir fahren von dir Nummerach los nach Buenos Aires, die Gemeinde dort in Buenos Aires, weil wir jeden Abend, das heilige Abendmahl holen und dann nur dort, so ist en no predjewohl. Als jij de avondmaal en s'ovens avondmaal. Zo, vrouwen ook als je wil door verbeden, dat het avondmaal en de predjewohl alles bekend te Gottes eer zijn. Je zit naar recht, jij de avondmaal en s'ovens predjewohl. Goed. Almosen van 20.700 peso en $232. Sei Ihnen das heute fehlt zu sein von Bekanntmachungen? Ist das so? Oh, nächste Sonntag schon, okay? Das ist hier nicht boven, aber gut das sein. Nächste Sonntag wird dann nicht Sonntag schon sein. Goed, er wordt nog geleerd gegeven voor vrijwillige voorträge nächste Sonntag, om Erntedank. En dat geld wat dan toekomt, dat gaat voor wo immer dan veel met te houden. Dat zal veel steeds met gehouden worden, dat geld wat om Erntedank toekomt. Zo als door gelegenheid. Vielleicht wird einer oder andere sagen, ich würde wel een Teil anleihen, so viel sie wissen, als aber ich kann noch nicht annehmen. So folgedessen kann Lothar noch mehr Geld ankommen, nicht wahr? Und hoffentlich hat der Art Bild anzubringen. Ich habe Madweg morgens gesagt, ich glaube, jetzt ist morgens für die
wo viele Menschen, worden so sehr gedankt haben, für so eine Schiene, dass sie das Jahr noch nicht einmal gedankt haben. Zuerst mit dem Madwegs morgens, worden so viel gedankt haben, für so eine Schiene, dass sie noch nicht einmal das Jahr gedankt haben. So klar ist die Sonne verkommen, dass even ich so dankbar für den sehr schönen, warmen Sonnenschein. Gut, wir gehen über zu der Botschaft. Gnade sei mit euch von dem, der da war, der da ist und der da kommen wird, Jesus Christus. Merkt ihr dort? Gnade von wem? Der da war. Gnade von dem, der da ist. Und Gnade von dem, der da kommen wird. Jesus. Dann redet von einer Ewigkeit. Und ihr das genau, da wir von das hier taub sind, von das morgens. Und der Herr hält uns wird, waren sein Wort nannte checken. Wir haben eine sehr schöne Anspornung gehört. Ganz besonders, dass wir gehen mit Deib die Weisheit von oben her. Die Weisheit von boven. Und dann hat gebeten, Gott, ich mag mehr von dieser Weisheit von boven haben. So ist das Wort Gottes sein, dass wie gut diese Weisheit von boven ist. Gott, wenn der Herr von dir, man wird in jedem einem gelernt geben. Du kannst die beten, was du weißt. Ich will die geben. Und was willst du von dir beten? Wird es sein am Drehwaren? Am gute Gesundheit? Am guten Ehepartner, wie es doch mal, wenn der ist? Und was willst du von dir beten? Wenn du von dir mal kannst beten, Herr, ja, wie doch der Herr wird sein, ich will dir geben. Wunder, was die Bette wird sein. Können Sie ja verschieden sein. Der Herr dort geben wird. Sondern wir da sind, mit uns Hort verarmt, dort zu leben. Was er will, dort wir leben soll. Von nu wird Gottes Wort sein, wo der Herr ein Scheinig, ein nie Scheinig, gelernt hat, heute kommt mal beten, was er beten will. Und dann sagt der Herr, was er geben. Wir haben was gehört, das ist der Eröffnung, mir wird interessant, uit 2. Chronik, Kapitel 1. Aber ans Tags ist von der erste Scheinige, Kapitel 3, Vers 5. Und wieder. Und der Herr erschien Salomo zu geben im Traum des Nachts und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Salomo sprach, du hast an meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit getan, wie dann vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit richtigem Herzen vor dir. Und hast ihm diese große Barmherzigkeit gehalten und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Stuhl säße, wie es dann jetzt geht. Nun, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an meines Vaters David statt. So bin ich ein junger Knabe, weiß nicht weder meinen Ausgang noch Eingang. Und dein Knecht ist unter dem Volk, das du erwählt hast, einem Volk so groß, dass es niemand zählen noch beschreiben kann vor der Menge. So wolltest du deinem Knecht geben ein gehorsames Herz, dass er dein Volk richten möge und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk zu richten? Das gefiel dem Herrn wohl, dass Salomo um ein solches bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du solches bittest und bittest nicht um langes Leben, noch um Reichtum, noch um deine Feinde Seelen, sondern um Verstand gerecht zu hören. Siehe, so habe ich getan nach deinen Worten. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und auch nicht aufkommen wird. Dazu, dass du nicht gebeten hast, habe ich dir auch gegeben, sowohl Reichtum als Ehre, dass deinesgleichen keiner unter dem Kenien ist zu deinen Zeiten. Und so du wirst in meinen Wegen wandeln, dass du hältst meine Sitten und Gebote, wie dein Vater David gewandelt hat, so will ich dir geben ein langes Leben. Und der Salomo erwachte, siehe, da war es ein Traum. Und er kam in Jerusalem und trat vor die Lade des Bundes des Herrn und opferte Brandopfer und Dankopfer und machte ein großes Mahl allen seinen Knechten. Aber so wie mit unserem Bibelausschnitt des Tages von dir, aber ganz besonders den 9. Vers, so wolltest du deinem Knecht geben ein gehorsames Herz. Das haben wir von dir jetzt. Aber ein gehorsames Herz.